Wie können Daten so aufbereitet werden, dass auf ihrer Basis teils folgenschwere Entscheidungen in Politik und Wirtschaft getroffen werden können? Professor Dr. Joso Acksteiner von der Hochschule Fulda beschäftigt sich mit geografischen Datenanalysen und er hat im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie gemeinsam mit Partnern ein Monitoring-Tool entwickelt, das Corona-Krisenstäben, zum Beispiel in Landkreisen oder auch in Unternehmen, bei genau solchen schwierigen Entscheidungen helfen kann. Einer dieser Partner, mit denen er dieses Tool entwickelt hat, ist Dr. Michael von Wagner. Er ist Facharzt für Innere Medizin und ärztlicher Leiter der Stabsstelle, und das muss ich ablesen, der Stabsstelle Medizinische Informationssysteme und Digitalisierung, und zwar am Universitätsklinikum Frankfurt. Beide, also Professor Dr. Joso Acksteiner und Dr. Michael von Wagner, sind in dieser Folge zu Gast und sie geben Einblicke in ihr Projekt und darin, was geografische Datenanalysen als Grundlage zur Entscheidungsfindung leisten können. Viel Spaß beim Gespräch. Los geht's. Guten Tag, Herr Professor Dr. Acksteiner. Guten Tag, Herr Dr. von Wagner. Herzlich willkommen und vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, in hochkomplexen Krisensituationen wie der Covid-19-Krise ist es ja unerlässlich, wieder und wieder Entscheidungen zu treffen. Und zwar zügig, unter unvollständiger Informationslage und natürlich idealerweise trotzdem zielgerichtet. Sie haben ein gemeinsames Projekt ins Leben gerufen, das Corona-Krisenstäben, zum Beispiel in Landkreisen, aber auch in Unternehmen, bei genau solchen Entscheidungen helfen kann. Herr Professor Dr. Acksteiner, würden Sie zum Einstieg einmal zusammenfassen, worum es bei diesem Projekt geht? Sehr gerne. Also wir haben das Projekt Fight Covid-19 ins Leben gerufen. Das ist ein Projekt zunächst mal der Hochschule Fulda gewesen, mit dem wir einfach einen Beitrag leisten wollten für die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Also was wir machen ist, wir nutzen geografische Datenanalysen, um Planungsstäben im Unternehmen oder auch politischen Planungsstäben, Gesundheitsministerien Hilfsmittel an die Hand zu geben, mit denen sie effizient Entscheidungen treffen können im Rahmen der Corona-Krise. Ne? Also zum Beispiel haben wir eine Karte entwickelt, da stellen wir die Corona-7-Tage-Inzidenzen gegenüber der Auslastung von Beatmungsgeräten in Krankenhäusern. Ja, und wenn dann eben hohe Fallzahlen zusammenkommen mit einer hohen Auslastung, dann kann man entsprechend schnell agieren und sagen, okay, hier müssen wir eine Verlegung vornehmen, wir müssen hier können wir keine Patienten mehr aufnehmen. Diese Art von Entscheidungen kann man damit treffen. Und die Basis für diese Entscheidungshilfe ist also, Sie haben den Begriff ja gerade schon eingeführt, die geografische Datenanalyse. Und das ist ja in der Tat auch genau einer der Schwerpunkte Ihrer Forschungsarbeit. Deswegen die Frage, was versteht man denn grundsätzlich unter geografischen Datenanalysen? Also es ist erstmal eine Methodik, einfach Daten auf Landkarten darzustellen, zu visualisieren, um daraus Analysen abzuhalten, ja, also Handlungsempfehlungen abzuleiten. Man kennt ja den Begriff von Datenanalytik, ja, und Methoden zur Analyse aus Daten. Und wenn man aber nur Daten nimmt, ist das ein bisschen schwierig. Deswegen versuchen wir eben diesen Kontext der Landkarte mit einzubringen, weil dadurch der Mensch seine Erfahrung mit einbringen kann und diesen Kontext sehr viel besser in die Expertise, in die Erfahrung mit einbauen kann. Also diese potenziell unübersichtliche Menge an Daten nicht in Form von irgendwelchen Säulendiagrammen oder so visualisieren, was ja auch schon hilft, das Verständnis zu erhöhen, sondern eben durch die geografische Darstellung, durch Karten nicht nur bessere Übersichtlichkeit zu schaffen, sondern ja auch wirklich noch einen inhaltlichen Mehrwert mit hinzuzugeben, nämlich eben diese Daten und Themen und Situationen, die in den Daten sich wiedergespiegelt finden, zu verorten. Ja, man könnte ja auch zum Beispiel sagen, wir nehmen jetzt einfach einen rein algorithmischen Ansatz. Also wir bauen jetzt so ein intelligentes Computersystem, was für uns die Entscheidung trifft. Ja? Und das ist aber sehr häufig nicht so einfach. Nehmen wir doch jetzt mal dieses Beispiel. Wir haben einen Landkreis mit einer hohen Inzidenz und ein Krankenhaus, was jetzt formal noch genügend Beatmungsplätze hat.
Ja, also der Computer würde jetzt sagen, alles gut, ne? Das Krankenhaus kann Leute noch aufnehmen. Jetzt weiß aber der Planungsstab, dass in diesem Krankenhaus möglicherweise Personal erkrankt ist, also dass dort Ausfälle zu befürchten sind. Ja, das müsste man dem Computer jetzt extra beibringen, das weiß der nicht von alleine, aber eben von diesen Rahmenbedingungen gibt's eben zigtausende. Und da ist der Mensch halt doch gefragt, sozusagen diesen Erfahrungsschatz mit einzubringen. Ja? Also der rein formelle, aus dem Algorithmus getriebene Ansatz, der funktioniert in vielen Fällen dann einfach nicht mehr. Und für welche Themen, in welchen Branchen werden diese geografischen Datenanalysen eingesetzt? Also wir sprechen heute über Covid-19, damit geht's auch gleich los hier im Gespräch. Haben Sie vielleicht noch ein anderes Beispiel, um uns zu verdeutlichen, worin der Sinn und Zweck dieser Analysen ganz praktisch bestehen kann? Also zunächst mal ist das Thema der geografischen Datenanalyse ein branchenübergreifendes Thema, ne? Also wir haben uns jetzt hier dem Thema Gesundheitswesen angenommen und wir werden vielleicht auch nachher nochmal auf weitere Anwendungsbeispiele zu sprechen kommen. Aber generell ist es überall dann sinnvoll, wo man Standortentscheidungen treffen muss oder standortbezogene Entscheidungen, wo vielleicht die Datenlage sehr komplex ist, wie Sie das gerade auch angefragt haben, oder sehr unübersichtlich ist oder Fehler in den Daten drin sind. Und jetzt, ja, wo trifft man Standortentscheidungen? Also ein Beispiel, wo wir uns auch sehr viel mit beschäftigen, ist das Thema Marketing. Also wo soll eine Marketingkampagne zum Beispiel erfolgen? Wo soll ich meinen nächsten Laden eröffnen, um möglichst gute Kundenfrequenz da drauf zu bringen und nicht die Kunden aus einem anderen Markt sozusagen abzuziehen? Ja, also das sind so Themen, die außerhalb stattfinden. Ich komme selbst aus dem Bereich Logistik und Supply Chain Management. Und vor meiner Position als Professor an der Hochschule Fulda war ich Berater für Hewlett Packard in Singapur. Ja, wir hatten ein Beratungsteam, wo wir Datenanalysen für Hewlett Packard vorgenommen haben. Und ein Thema, was wir im Bereich dieser geografischen Datenanalyse oder Englisch Geographic Analytics entwickelt haben, war im Rahmen der großen Katastrophen, die wir in 2011 hatten. Nicht? Da war also das Erdbeben mit dem Tsunami in Japan. Und im gleichen Jahr gab es auch eine große Überflutung in Thailand. Großes Herstellungsgebiet für, wissen Sie vielleicht, Festplatten. Ja, also das betraf HP sehr stark. Ja. Und die Frage ist, wenn jetzt so ein Desaster, so ein Erdbeben eine Region lahmlegt, ja, da werden die Lieferketten unterbrochen. Ja. Was heißt denn das? Also Lieferkette unterbrochen heißt, meine Lieferanten oder meine Sublieferanten, die liefern nicht mehr. Und ein Unternehmen muss jetzt reagieren und sagen, okay, was genau jetzt? Ne? Also ist ja nicht die gesamte Lieferkette unterbrochen, sondern eben ein Teil. Ja? Und das ist sehr viel schwieriger als das, was man sich das so vorstellt. Ja? Also Sie müssen sich überlegen, große Unternehmen, die haben heute Lieferketten, die beziehen Hunderte oder sogar Tausende von Lieferanten ein. Ja? Und dann ist die Frage, naja, also welche Produktionsstätte, welches Lager ist denn jetzt genau betroffen? Und ich stelle gerne in meinen Vorlesungen meinen Studenten diese Frage, ja, wie finde ich denn das jetzt überhaupt raus? Ne? Wie mache ich denn das? Ja, und dann kommt die Antwort, Computersystem. Ne? Wir alle haben einen Computer auf dem Schreibtisch. Ne? Da haben wir unser SAP-System, unser Oracle-System oder sonst ein System. Und da finde ich doch die Daten. Ja, das ist leider nicht so, weil wenn Sie diese Systeme untersuchen, dann steht da, klar, der Lieferant ist da drin, aber da steht die Adresse drin, wo man die Rechnung hinschickt. Ja, oder wo der Auftrag hingeschickt wird, nicht aber, wo deren Produktions- und Lagerstätten sind. Ja, das ist dann ein Problem. Also, wir sind jetzt in der Situation, Erdbeben, irgendeine Region ist betroffen
Und wir wollen herausfinden, welche Lieferanten sind betroffen. Und natürlich, wir müssen wissen, welche Produkte unseres Unternehmens betroffen sind. Ja? Und man weiß einfach nicht, wo soll diese Information herkommen. Ja? Und wie macht man das in der Praxis? Also da wird dann normalerweise ein sogenannter War Room eingerichtet. Man bildet ein Projektteam, um also herauszufinden. Eine Strategie-Unit, die man. Genau, so eine Strategie-Unit. Wir haben jetzt hier das Problem, Erdbeben in Japan. Wir müssen jetzt rausfinden, wo müssen wir handeln. Jetzt ist das aber bei 1000 Lieferanten nicht mehr so einfach. Also erstmal müssen dieses Strategieteam, die da in dem War Room zusammensitzt, die rufen dann erstmal ihre Commodity Manager an. Also der eine ist zuständig für Festplatten, der andere für die Computerchips, der dritte für die Bildschirme und so weiter. Die müssen erstmal alle angerufen werden und die rufen dann ihre Lieferanten an. Naja, und die Lieferanten rufen dann die Produktionsstätten an oder ihre Sublieferanten. Und die geben dann eine Antwort oder auch nicht. Ja. Und dann geht das Ganze die Befehlskette wieder zurück. Und jetzt kommt das Problem an der ganzen Geschichte. Ja? Also erstmal beschäftigen sie einen Großteil von Leuten, die gar nichts mit dem Erdbeben zu tun haben. Ein Großteil der Lieferanten sitzt einfach nicht in der Region Tokio und hat gar kein Problem. Und zum anderen, die Leute, die es betrifft, die kämpfen gerade um ihr Leben oder haben sonst was zu tun, aber E-Mails beantworten oder Anrufe beantworten ist gerade nicht so das Hauptthema bei denen. Also kurzum, in der Erfahrung dauert so ein Prozess mehrere Wochen, bis sie dann überhaupt festgestellt haben, welche Lieferanten, welche Produkte sind eigentlich betroffen. Ja? So. Jetzt haben sie also heraus, dieser War Room hat also jetzt gehandelt, nach 3 Wochen weiß er, und 2 bis 3 Wochen ist absolut realistisch, sogar noch länger, also das gibt es Beispiele aus der Automobilindustrie, genau das Gleiche. Und jetzt nach 3 Wochen wissen sie also Bescheid, die Produkte sind betroffen, hier müssen wir Alternativlieferanten finden. Was passiert jetzt mit diesen Alternativlieferanten? Naja gut, meine Konkurrenz hatte natürlich das gleiche Problem und ist auch zu diesen Alternativlieferanten gegangen. Ja, und die haben nichts mehr. Ja? Also der Markt ist ausgetrocknet. Es gibt nichts mehr. Sie bezahlen also dann ein Vielfaches der Originalpreise, um ihre Lieferkette einfach aufrechtzuerhalten. Ja? Okay, also Problem habe ich transparent rübergebracht. Ja? Ja. Die Frage ist jetzt, was kann jetzt diese geografische Datenanalyse helfen? Also, Vorschlag, Sie bilden zunächst mal ihre Lieferkette ab auf einer Karte. Lieferanten, Sublieferanten, wo sind die Produktionsstätten, wo sind die Läger? Und dann passiert das Erdbeben und Sie wissen es, und vielleicht noch bestenfalls zusammen mit einer Telefonnummer, wo Sie anrufen müssen, wenn dann irgendwann mal ein Problem auftaucht. Und das Erdbeben passiert und Sie können natürlich sofort auf der Landkarte eingrenzen, aha, also der Lieferant ist betroffen, der ist nicht betroffen. Ich habe direkt eine Kontaktnummer, kann sofort abfragen, was los ist. Sie haben also diesen Prozess der Information, wo eigentlich Ihre Standorte sind, die Sie hier betreuen müssen, haben Sie einfach vorverlegt vor der eigentlichen Situation des Erdbebens und können sofort reagieren und haben innerhalb von Stunden eine Antwort, wo Sie sonst halt Wochen brauchen. Und das ist dann eben nicht nur extrem schneller, ja, also wir sind jetzt von mehreren Wochen auf Stunden gegangen, sondern sie vermeiden es, 90% des Unternehmens damit zu beschäftigen, Leute abzufragen, die mit dem Erdbeben wirklich absolut nichts zu tun haben. Also wirklich zielgerichtete Kontaktaufnahme statt dieser ewigen Suche der Nadel im Heuhaufen. Genau. Ja. Und wir haben das mal ausgerechnet bei HP damals. Also nur für HP, nur für die internen Mitarbeiter pro Event, also Erdbeben, Überschwemmung, sonst was, sparen sie dadurch 1500 Mannstunden pro Event. Man rechnet so mit 2 Events pro Jahr, sind sie bei 3000 Mannstunden nur interne Einsparungen. Die sich also sonst nur damit beschäftigen würden, irgendwelche inhaltsleeren Anrufe zu tätigen, ja, oder E-Mails zu schreiben. Und das Thema, das war eins der Themen, aber das war eins der Themen, die wir dann auch als HP im Innovationswettbewerb der
CSCMP, also Council of Supply Chain Management Professionals, eine amerikanische Organisation, ähnlich in Deutschland dem dem BVL, Bundesvereinigung Logistik, und sind dann in die Finalrunde gekommen, also Top 6 des Innovationswettbewerbs. Ne? Solche Probleme eben mit solchen Visualisierungen zu lösen. Okay, dann haben wir jetzt schon mal grundsätzlich anhand eines sehr anschaulichen Beispiels verstanden, was die geografische Datenanalyse potenziell leisten kann. Und ich würde vorschlagen, dass wir das jetzt mal als Grundlage nehmen, um zum Projekt Fight COVID-19 zurückzukehren. Vielleicht fassen Sie hier nochmal etwas knapper zusammen, wie die Idee zu diesem Projekt entstanden ist und wie und warum dann auch das Uniklinikum Frankfurt und Herr Dr. von Wagner mit zum Projekt dazugestoßen ist. Okay, also ich unterrichte dieses Thema Geographic Analytics, unterrichte ich auch als Masterstudiengang an der Hochschule Fulda. Und als 2020 dieses Covid-19 ausbrach, mein Bruder, der ist Arzt, er sagte, da müsste man doch solche Visualisierungen irgendwie nutzen können. Und was ich gemacht habe, ich habe einfach die ehemaligen, also man muss sagen, dieser Kurs, das ist ein Wahlpflichtfach, das heißt, da sind immer recht motivierte Studenten auch drin. Ich habe die dann einfach mal angeschrieben, wer denn Interesse hätte, auf freiwilliger Basis, rein ehrenamtlich, was anzustoßen. Und innerhalb von einem Tag hatte ich 6 Rückmeldungen. Wir haben dann am nächsten, noch einen Tag weiter, direkt Meeting einberufen. Es war ein Samstag. So ging das auch los mit der ganzen Geschichte, immer mit so Samstagsmeetings. Haben wir dann überlegt, was können wir denn machen? Und so ging dann eben die Lawine los. Ja, wir haben uns überlegt, welche Kartenvisualisierung können wir machen. Zum einen für Planungsstäbe, zum anderen eben für Unternehmen. Und dann haben wir dieses Projekt gestartet. Wie wir jetzt mit dem Herrn von Wagner zusammengekommen sind, also das lief dann an, wir haben dann auch den Kontakt zu Gesundheitsministerien gesucht, zu anderen Gruppen, zum Beispiel die Uni Dresden, die Prognosen machen für die Covid-19-Situation. Und haben wir unsere Karte stetig verbessert und dann haben wir ein Meeting gehabt mit dem Herrn von Wagner, wo wir ihm das Thema mal vorgestellt haben und er war sofort dabei, dass das was Sinnvolles ist. Und ja, so ging das dann los. Herr Dr. von Wagner, hallo nochmal auch an Sie und vielen Dank für Ihre Geduld. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Gelegenheit, Sie jetzt endlich auch nochmal mit ins Boot zu holen. Warum hatten Sie denn Lust, an diesem Projekt mitzuwirken? Wo haben Sie aus Ihrer eigenen Arbeit heraus die Relevanz gesehen? Zunächst bin ich hier am Universitätsklinikum in 2 Rollen und mittlerweile letztlich in 3 Rollen. Das erklärt es dann. Ich bin von Hause aus Internist, Oberarzt der Gastroenterologie und bin dann aber in den letzten Jahren zunehmend in IT-Projekte gekommen und leite seit 2 Jahren eine Stabsstelle für medizinische Informationssysteme und Digitalisierung hier am Universitätsklinikum Frankfurt. Die Stabsstelle gehört zum ärztlichen Direktor. Als die Pandemie ausgebrochen ist, hat der ärztliche Direktor auf Wunsch des Sozialministeriums einen Stab im Sozialministerium gegründet, zusammen mit Beamten dort, leitet diesen, der sich stationäre Versorgung, Pandemie-Management nennt. Und dieser Stab hat gemeinsam mit großen Häusern hier in Hessen eine Struktur aufgesetzt, die 7 koordinierende Krankenhäuser in den Versorgungsgebieten in Hessen umfasst. Und in diesen koordinierenden Häusern gibt es wiederum Stäbe, die die ganzen Krankenhäuser in diesem Versorgungsgebiet mit dem Sozialministerium verknüpft und die Kommunikation unter den Häusern moderiert und viele Informationen aus der Peripherie nach zentral und zurück spielt und für die Häuser ein erster Ansprechpartner im Pandemie-Management ist. In einem dieser Stäbe sitze ich eben selbst und administrativ ist dieser Stab, dem auch noch der Chefarzt der Pneumologie, ein Pflegewissenschaftler und ein Mitarbeiter von mir angehört. Administrativ ist der ebenfalls in meiner Stabsstelle aufgehangen.
Aus den Erfahrungen der ersten Monate haben wir dann auch im Netzwerk Universitätsmedizin ein Projekt aufgesetzt, gemeinsam mit der Uniklinik in Dresden. Und so kam es dann auch zu dem Kontakt, denn im Projekt EGPAN Unimed, das vom BMBF gefördert wird im Rahmen des Netzwerks, erstellen wir Prognosemodelle für die Bettenauslastung in einer Region von Corona-Patienten basierend auf den lokalen Inzidenzen. Diese Prognosen zu visualisieren, das war der Kontakt, den Professor Acksteiner und der Leiter dieses Arbeitspaketes Dr. Karschau in Dresden gefunden haben. Und dann ging es eben um die Frage, wie bekomme ich die sehr komplexe Information aus Inzidenzlage in meiner Region, Auslastung der Krankenhäuser in meiner Region, in meinem Umfeld und Prognose dieser Auslastung für die nächste Woche in ein Bild. Wie vermittle ich das? Wir haben alle schon in der Vor-Corona-Zeit nicht besonders viel Zeit im Alltag als Ärzte. So ein ununterbrochener Entscheidungsfluss. Und wir sind es daher gewohnt und haben uns angeeignet, Informationen sehr auf das Wesentliche zu komprimieren. Und genauso ist es jetzt die Erfordernis, wenn ich die Kollegen in den Häusern erreichen will, mit für sie konstruktiven Informationen, dann muss ich die komprimieren in eine klare, eindeutige, für sie aber auch nachvollziehbare Form. Das heißt, sie müssen auf der einen Seite eine klare Botschaft bekommen und auf der anderen Seite wollen sie keine Blackbox. Das ist ja die Diskussion in vielen KI-Themen. Sie wollen verstehen, was ist die Grundlage dieser Information, aber die Information soll knapp und klar sein. Und, Blackbox KI heißt künstliche Intelligenz, dass oft aus Sicht der ärztlichen Entscheidungsträger nicht klar genug ersichtlich wird, wie diese Empfehlungen überhaupt zustande gekommen sind in der Tiefe, wenn man eben doch mal eine Stufe weitergehen möchte und das besser verstehen will. Wir sind gewohnt, evidenzbasierte Leitlinien zu nutzen. Das heißt, wir wissen, was ist die wissenschaftliche Grundlage hinter einer Empfehlung. Wenn ich also jetzt den Entscheidern in einem Krankenhaus eine Empfehlung gebe, und das tue ich ja indirekt, wenn ich ihnen eine Prognose der Bettensituation in der nächsten Woche gebe, dann gebe ich ihnen einen Hinweis, ich gebe ihnen eine Empfehlung, dann wollen sie die Grundlage verstehen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, sie wollen diese Information, wenn sie Vertrauen in die Information gewonnen haben, schnell verarbeiten können. Und da war der Moment, genau in diese Diskussionen kamen dann die Gespräche mit Professor Acksteiner und seiner Gruppe. Wie können wir also die relativ komplexen mathematischen Modelle, die von 6 Arbeitsgruppen zusammengetragen werden, in ein sogenanntes Ensemble-Modell, also kompliziert, kann man sich Stunden drüber unterhalten. Am Ende kommt aber eine kurze, knackige Empfehlung raus. Wird's schlimmer? Bleibt's gleich? Oder wird's besser? Und um wie viel Prozent? Und wie verteilen sich diese Entwicklungen über unsere Karte? Richtig. Und als erstes will ich mal wissen, wie ist es bei mir? Okay. Das ist auch das Besondere an diesen Prognosemodellen. Die werden nicht über Deutschland ausgesprochen, sondern für eine Region. Das heißt, ich weiß, wie ist es bei mir und wie ist es bei meinen Kollegen in der Nachbarschaft. Das ist die erste Information. Die zweite Information ist, wenn es bei mir schlimm ist, an wen kann ich mich denn überhaupt noch wenden? Ich will nicht, und dann da ist wieder der Lückenschluss zu dem Beispiel, das Professor Acksteiner eben brachte. Ich will jetzt Samstagmittag, wenn ich die Notaufnahme voll habe, nicht zum Telefon greifen und den Müller und den Meier und das XY-Krankenhaus anrufen, sondern ich will auf einer Karte sehen, wo ist noch Luft. Transparent mit wenigen Klicks möchte ich diese Information erreichen, weil das ist mir dann eine echte Unterstützung. Anrufen kann ich sonst selber. Ich muss da ist der Vorteil auch dieser geografischen Information. Ich will meinen Patienten ja auch nicht lang verlegen. Ich will ihn ja nicht 200 Kilometer schicken, wenn ich denn jetzt eine schnelle Hilfe brauche.
Perspektivisch wiederum, wenn wir sagen, in der nächsten Woche haben wir ein Problem, müssen wir es auch geografisch einordnen. Das heißt, wir müssen schauen, wenn wir jetzt Patienten verlegen müssen, weil die Situation zunehmend erschwert ist und wir uns Kapazitäten schaffen wollen, wo können wir die überhaupt hin verlegen? Das heißt, welche Regionen haben in der nächsten Woche nicht das gleiche Problem? Denn da kann ich nicht hin verlegen. Das würde ja keinen Sinn machen. Das heißt, diese geografische Zuordnung der Problematik war insbesondere in dieser Pandemie sehr ähnlich dem, was eben geschildert wurde. Und so kam die Zusammenarbeit zustande. Okay, das heißt also, Sie hatten gewissermaßen die Daten, Sie hatten die Prognosen und der Herr Professor Dr. Acksteiner hatte die Kompetenz, das eben als geografische Datenanalyse aufzubereiten. Wie kommt man dann bei so einem Projekt von solch einer Komplexität zusammen? Wie ist das Vorgehen? Also jetzt mal für fachfremden Menschen wie mich erklärt. Geht die Frage an mich oder an den Herrn von Wagner? Wer sich mehr angesprochen fühlt. Ich glaube, Professor Acksteiner, die Frage geht eher an Sie, weil Sie haben damals die Initiative ergriffen. Ja, also wie kommt man dazu? Also eigentlich kamen wir wirklich aus dem Thema, wir wollen was tun und die Studierenden wollten, obwohl das Wirtschaftsstudierende sind, das muss man jetzt nochmal ganz klar sagen. Ja, wir haben natürlich nicht das Klinikwissen, das Gesundheitswissen, sondern wir sind gut in dem, was wir tun, und das sind Visualisierungen. Und dann muss man sich einarbeiten. Also wir haben zunächst mal gestartet mit öffentlichen Daten. Da musste man dann erstmal verstehen, was heißt Low Care und High Care und ECMO. Das sind alles Sachen, die wo ein Arzt drüber lacht, weil das kann er im Schlaf runterbeten mit allen Definitionen, die dazugehören. Wir mussten uns erstmal ein bisschen reinfuchsen. Und ich glaube, es gehört einfach die Bereitschaft dazu, dass man sagt, okay, also Team Acksteiner ist jetzt kein Arzt oder haben wir keinen ärztlichen Hintergrund. Team von Wagner hat den ärztlichen Hintergrund. Und jetzt muss man sich zusammenfinden. Die Karte, die wir also öffentlich dargestellt hatten, ne, wo wir uns also auf Daten, die wir im Netz gefunden haben, sozusagen berufen haben. Das kam gut an, und dann muss man sich zusammenrufen. Wir haben regelmäßig Abstimmungsmeetings, so dass wir immer mehr lernen, worauf es jetzt inhaltlich drauf ankommt, und wir dann Vorschläge machen an das Team von dem Herrn von Wagner, wie man das jetzt umsetzen könnte. Also so, ich würde mal sagen, das ist so ein iterativer Prozess, ja. Also es braucht ein paar Schleifen, aber ich denke auch, wir waren relativ schnell, es geht relativ zügig voran, würde ich sagen. Ja. Was ist denn heute das Ergebnis Ihrer Zusammenarbeit? Also wie können oder sollen die Daten, die Sie bisher aufbereiten konnten, idealerweise eingesetzt werden? Was können Sie ermöglichen, was vielleicht auch nicht? Und was ist vielleicht auch noch geplant? Sie sind ja, glaube ich, auch noch nicht am Ende dieser Zusammenarbeit angekommen. Stand heute ist es schon so, dass wir die Prognosemodelle einmal die Woche erstellen. Im Moment ist die Situation ja etwas entspannter, was für Prognosemodelle eine gewisse Spannung reinbringt, weil niedrige Inzidenzen geringe Ausgangszahlen bedeutet. Und dadurch wird die Zuverlässigkeit solcher Prognosen immer schwieriger. Ein einzelner Fall plus minus nimmt einen immer größeren Stellenwert ein. Aber gerade, und da haben wir es schon genutzt in der dritten Welle, war es so, dass einmal die Woche diese Prognosen als Grundlage gedient haben für die Planung des Landes für die nächste Woche. Auch die Erlasse des Landes sich unter anderem an diesen wissenschaftlichen Prognosen orientierten und wir die Prognosen dann gemeinsam mit den Karten von Professor Acksteiner visualisiert haben, und das war in einem Paket, das die Häuser am Freitag bekommen haben, für eine Aussage zur nächsten Woche, und die Kollegen dann Freitag und Montag basierend auf diesen Informationen ihre Woche planen konnten. Das heißt, sie wussten, wie viele Möglichkeiten haben wir, planbare Eingriffe zum Beispiel durchzuführen, und für wie viele Patienten müssen wir Reserven
auf unseren Intensivstationen vorhalten und auch auf unseren Normalstationen, weil wir damit rechnen müssen, dass wir diese Zunahme an Patientenzahl haben. Und es hat sich erstaunlich robust erwiesen. Dadurch, dass wir mehrere Prognosen zusammengefasst haben, war das Modell sehr belastbar und hat relativ gut bis auf wenige Betten die Situation in einem Versorgungsgebiet vorhergesagt. Und die Karten von Professor Acksteiner zusammen mit der Prognose haben eben angezeigt, wie entwickelt sich die Situation basierend auf der aktuellen Situation, die ich der Karte entnehmen kann. Also vielleicht, wenn ich da noch ergänzen darf, ne, also so ein bisschen im Hinblick, wo geht die Reise hin? Also wo wir jetzt konkret dran arbeiten, ist das auch sozusagen tagesaktuell dann zur Verfügung zu stellen. Zum einen, also mit den öffentlichen Daten haben wir das heute bereits, aber wir werden da jetzt noch detailliertere Daten nutzen, um das, sagen wir, noch akkurater zu machen. Ein weiteres Thema, dem wir uns angenommen haben, ist, im Moment stellt die Karte noch Inzidenzen gegen Auslastung dar, aber diese Prognose-Richtung, ja, also stark ansteigend, weniger stark ansteigend oder fallend, bauen wir in die Karten mit ein. Ne? Das sind also so die kurzfristigen Themen, an denen wir jetzt gemeinsam arbeiten. Und es geht aber natürlich, also ich sehe das Ganze natürlich noch ein bisschen weitergehend. Ne? Also Corona, leider steigen ja die Inzidenzen wieder. Insofern steht zu befürchten, dass wir das auch noch für Covid-19 weiterhin brauchen werden. Ganz kurz zur Verortung. Wir führen das Gespräch Mitte Juli 2021, nur für den Fall, dass unsere Hörerinnen und Hörer das etwas später hören oder auch unsere Zuschauer sich anschauen. Genau, das ist ja mal tagesaktuell, ob die Inzidenzen steigen oder nicht. Ganz genau. Aber auch wenn jetzt wir jetzt das Glück haben, ja, vielleicht, dass durch die Impfung die vierte Welle möglicherweise nicht so drastisch ausfällt oder ganz ausfällt, ist das natürlich im Hinblick auf zukünftige Pandemien ein Thema. Ja? Das wird uns bei einer steigenden Weltbevölkerung nicht mehr loslassen. Also eigentlich war eine Pandemie leider abzusehen. Ne? Das kann Ihnen der Herr von Wagner sicherlich noch besser erklären als ich, aber ist klar, je mehr die Leute zusammenrücken, internationale Lieferketten, internationale Flüge und so weiter, das ist einfach, da breiten sich eben auch Viren damit aus. Ne? Wobei ich da gerne sogar noch noch weitergehen würde. Ich glaube, dass wir, und ich sage ja, ich bin auch immer noch ärztlich tätig, ich habe viele Jahre auch in der Notaufnahme gearbeitet, wir brauchen keine Pandemie, um in den Krankenhäusern oftmals eine hohe Auslastung und eine Überlastung der Kapazitäten zu erleben. Und die Situation für einen Patienten, ein Bett zu suchen oder in eine angestrengte Versorgungssituation zu laufen, die kennen wir eigentlich regelmäßig. Wir haben alle paar Jahre Influenza-Wellen. Wir haben jeden Winter das Problem, dass wenn das Glatteis kommt, auch tatsächlich viele Menschen ausrutschen und stürzen und dadurch die Notaufnahmen rasch voll sind. Das heißt, der Bedarf ist auch pandemieunabhängig eigentlich hoch. Und wir sprechen in der Medizin oft davon, dass wir durch Digitalisierung uns wünschen, in unseren klinischen Entscheidungen für Patienten besser unterstützt zu werden. Da sind wir wieder beim Begriff der künstlichen Intelligenz und der Möglichkeiten, die diese eröffnet. Aber im Krankenhaus bin ich sowohl als Arzt als auch als Pflegekraft zur Hälfte Manager und bin darauf angewiesen, meine Patienten in einer Gruppensicht gut zu versorgen. Und dazu gehört eben auch solche Informationen, die die Prozesse und Versorgungen umfassen, rasch erfassen zu können. Und ich glaube, dass diese Art, wie wir es jetzt entwickeln, von Dashboards, die mir die Prognose für die Auslastung meines Krankenhauses visualisiert, zusammen mit der Ist-Situation
auch jenseits von Pandemiesituationen eine gute Unterstützung bietet und auch da klinische Entscheider in der Zukunft unterstützen kann, ganz pandemieunabhängig. Ich würde gern noch einmal, damit wir sicherstellen, dass wir uns wirklich vorstellen können, wovon wir ganz genau eigentlich sprechen, wenn wir von diesen Kartenvisualisierungen sprechen. Wir reden natürlich nicht davon, dass wir wie früher im Unterrichtsraum irgendeine Karte ausrollen und dann da Pinnnadeln reinkleben, sondern es geht natürlich ja um eine virtuelle Darstellung. Und deswegen nochmal die Frage, wie ist genau die Funktionalität und der Informationsgehalt? Also ich würde mir das so vorstellen, dass ich es mit einem Dashboard zu tun habe, im Zweifel eine Bundesländerkarte, eine Deutschlandkarte mit bestimmten Krankenhäusern verortet und dort sind dann bestimmte Informationen zugeordnet, die ich über Filterfunktionen jeweils detaillierter gestalten kann oder auch ein bisschen rauszoomen kann. Ist das so ungefähr richtig von der Vorstellung her? Also am Anfang von jedem von diesen Geographic Analytics Projekten steht zunächst mal die Definition des Problems, was man adressieren möchte. Also ich hatte ja gesagt, wir hatten auch für Firmen Templates erstellt, einfach mal, um da den Hintergrund nochmal herauszubringen. Es war ja eine Zeitung, dass es Zusammenarbeit mit Unternehmen gab, wo ein Arbeitnehmerüberschuss auf einmal herrschte. Die Leute konnten nicht mehr arbeiten, Restaurantbereich, alles was damit zu tun hat. Und auf der anderen Seite ein Mangel im Logistikbereich, in den Läden gab, weil die auf einmal komplett erschlagen waren von ungeheuren Nachfragen, die also alles zerschossen haben, was so einen normalen Logistikbetrieb aushalten kann. So, und das war zum Beispiel auch ein Thema, was wir abgebildet haben mit so Templates, die wir Firmen also auf unserer Internetseite zur Verfügung stellen. Also das können Sie googeln, Fight Covid-19, da werden Sie diese Beispiele finden, die kann man sich dann runterladen, um da Ressourcen zu managen. Es gibt unterschiedlichste Anwendungsgebiete. Am Anfang muss man das Problem sauber definieren. Daraus folgt dann, was stellt man gegeneinander dar. Sehr häufig sind also so mehrdimensionale Darstellungen, wie in diesem Fall jetzt die Inzidenzen, also als Indikator, wie schlimm ist die Situation der Pandemie in einem Landkreis und die Auslastung der Betten, also der Beatmungsplätze, ja, die zusammenzubringen. Ja, mit dem Ziel zu steuern, wo kann ich noch Patienten aufnehmen, wo muss ich sehr aufpassen, wo muss ich möglicherweise sogar verlagern, um sowas zu steuern. Also ein weiteres Anwendungsgebiet, was ich mir zum Beispiel im Gesundheitswesen, wo ich so ein bisschen mein Herz drin habe, wo wir dran arbeiten, ist das Thema der Umwelteinflüsse auf Krankheiten. Also wo habe ich Umwelteinflüsse, wo korrelieren die mit bestimmten Krankheiten? Das hat eine geografische Komponente und das ist, also man kann natürlich sagen, okay, also für das ganze Land kann ich das sagen, da habe ich eine Regression, also eine Darstellung dieser beiden Komponenten und wenn die beiden korrelieren, dann weiß ich, da gibt es einen Zusammenhang oder ich vermute dann zumindest einen Zusammenhang. Aber das Ganze hat eben auch eine geografische Komponente und das wäre zum Beispiel so ein Thema, wo man das noch weiterentwickeln kann. Deswegen, also um das auch nochmal weiterzutreiben, diesen Gedanken, den der Herr von Wagner gerade aufgebracht hat, nicht, dass wir das also auch in einem größeren Zusammenhang sehen. Das ist eigentlich Hessen, nicht Hessen, nur Hessen. Also wir hoffen also ganz stark, vielleicht darf ich hier sogar einen kleinen Aufruf starten, sich mit uns in Verbindung zu setzen, weil ich glaube, das Thema hat eine größere Reichweite. Ich finde das sehr gut, dass wir hier zusammen gestartet sind. Aber Interessenten mögen sich sehr gerne an mich wenden, weil ich sehe das genauso wie der von Wagner. Das macht jetzt nicht vor den Landesgrenzen von Hessen halt das Thema. Klar. Das heißt also, wer soll sich idealerweise gern an Sie melden und wie? Ja, also
gerne einfach Hochschule Fulda. Wir haben da oder Fight Covid-19 googeln oder mich direkt Joso Acksteiner googeln. Da finden Sie sofort meine Kontaktdaten, können Sie mich kontaktieren. Das ist das Wie. Das sind einfach Gruppen, die ein Interesse haben, solche Visualisierungssysteme für Entscheidungsfindung zu nutzen. Das wäre jetzt von meiner Seite, aber vielleicht hat Herr von Wagner vielleicht auch noch so ein paar eine Sicht aus dem Thema Gesundheitswesen. Also um es nochmal vielleicht aus der Anwendersicht nochmal zu beschreiben, wie dieses Dashboard auch für uns funktioniert. Es ist ja so, dass wir darauf angewiesen sind, auch die Nachbarschaft mit zu erfassen. Das heißt, wenn in meinem Krankenhaus, wenn jetzt hier in der Uniklinik die Beatmungsbetten knapp sind, dann ist üblicherweise es so, dass im Nachbarkrankenhaus oder im Nachbarkreis aber noch Kapazitäten sind. Unter normalen Umständen findet auch ein gewisser Ausgleich über die Häuser statt. In dieser Pandemiesituation oder eben in den vorhin beschriebenen angespannteren Versorgungssituationen im Winter zum Beispiel ist es eben nicht mehr so, dass in anderen Häusern noch Kapazitäten da sind. Das heißt, dieses bauchgefühlmäßige sich darauf verlassen, ein anderer wird schon versorgen können, funktioniert nicht mehr. Und ich muss mich orientieren. Und dieses Dashboard bietet mir eben durch die Einfärbung der Landkreise eine klare Botschaft, wie ist die Infektionssituation dort? Und durch die Einfärbung der Krankenhäuser, wie ist die Belegungssituation? Und das sind natürlich die üblichen Signalfarben, die wir hier wählen. Das heißt, ist der Kreis rot, ist das Krankenhaus rot eingefärbt, dann weiß ich intuitiv, dass es dort eng ist. Und wenn ich das über Hessen verteilt sehe und die Landkreise sehe, dann habe ich wieder diese Hotspot-Situation. Das heißt, ich sehe, Südwesthessen ist, wie wir es im Winter erlebt haben, hoch ausgelastet, mit einer hohen Inzidenz. Das heißt, das wird nächste Woche nicht besser werden und diese Patienten werden immer noch da sein. Und ich sehe, die Region Nord- und Nordwesthessen ist eben etwas entspannter, nur alleine über diese Farbsprache und kann damit sehr schnell auch ganz intuitiv sagen, wo muss ich jetzt anrufen? Und diese Nutzung, das ist das, endet natürlich nicht an den Landesgrenzen, weil auch die Rettungswagen oft dann nicht an den Landesgrenzen enden. Und in der Pandemie ist sehr viel stärker in solchen administrativen Regionen gedacht worden. In der normalen Versorgung ist es oft so, dass wir sehr viel stärker über Landesgrenzen hinweg denken. Das heißt, dass wir dann auch interessiert sind, wie ist denn die Situation in Aschaffenburg, in Würzburg, in Mainz, nehmen wir Wiesbaden als Beispiel, für die ist das ganz unmittelbar, dass es eigentlich keinen Sinn macht, solche Heatmaps an Landesgrenzen enden zu lassen, sondern zu wissen, wie ist in meiner Region, und die endet eben nicht mit der Landesgrenze, die aktuelle Situation und wie ist sie außerhalb des unmittelbaren Nachbarn. Ja, Fight Covid-19 ist also ein Beispiel für geografische Datenanalyse aus dem Gesundheitsbereich. Herr Professor Acksteiner, Sie haben ja aber auch schon darauf hingewiesen, dass Ihre Studierenden nicht, ich hätte fast gesagt eigentlich, aber auch uneigentlich, Sie sind Wirtschaftswissenschaftler oder Wirtschaftswissenschaftlerinnen, studieren das zumindest. Erzählen Sie doch gerne nochmal kurz, welche Kurse und Fächer Sie eigentlich an der Hochschule Fulda selbst unterrichten. Wo können wir Sie dort erleben? Okay, sehr gerne. Also zunächst mal unterrichte ich das Fach Geographic Analytics. So heißt das auch, und am Anfang waren die Studierenden ein bisschen zurückhaltend, weil sie damit nicht so, also mit dem Begriff erstmal nicht so viel anfangen konnten, und der Kurs hat sich aber sehr, sehr entwickelt. Und zwar ist es so, die Studierenden kommen da in diesem Kurs zusammen und haben eigentlich vollkommene Freiheit, ein Thema ihrer Wahl im Bereich Geographic Analytics zu entwickeln. Vollkommene Freiheit. Die einzige Bedingung ist, es muss irgendwas sein, was innovativ ist, was es nicht schon gibt.
Und Sie können sich gar nicht vorstellen, was dabei rauskommt. Ja, also wir haben schon Projekte gemacht, also auch Promotionsarbeiten im Bereich regionaler, nachhaltiger Wertschöpfungsketten. Also wie sollen Kleinbauern ihre Ware an den Mann bringen, sozusagen, möglichst kosteneffizient. Wir hatten das Thema Wolfsrudel. Es gibt immer mehr Wölfe in Deutschland. Wie schützt man die Wölfe auf der einen Seite, die Menschen auf der anderen Seite und die Nutztiere auf der dritten Seite? Was macht man da für Maßnahmen? Wir hatten das Thema Wohnraum, also jetzt nicht nur den reinen, also ich suche jetzt mal einen Wohnraum in dem Umkreis, sondern jetzt im Zusammenhang mit, wo ist meine Arbeitsstelle? Wo ist der Kindergarten, was brauche ich eigentlich an entsprechenden Informationen? Wir hatten gerade letztes Semester das Thema, wo ist es am besten, Solarparks zu errichten? Ja, also Sonneneinstrahlung versus Kosten von Grundstücken versus Umweltauflagen, wo ich nicht mal eben einen Solarpark hinbauen kann. Also das ist für mich ein Thema, was wir jetzt auch expandieren werden, auch an der Hochschule Fulda. Es gibt dann, wir werden das auch als Bachelorkurs jetzt einführen. Ich bin Studiengangsleiter für das duale Studium Logistikmanagement. Da werden wir das einbauen. Und das ist, dieser Kurs vereint andere Kurse, also den Hintergrund von anderen Kursen, die ich unterrichte. Das ist mein Projektmanagement, Datenanalytik und natürlich alles, was im Bereich Logistik, Supply Chain Management, was da so zusammenhängt. Das ist ein relativ starker Bereich an der Hochschule Fulda. Und deswegen sind eigentlich die meisten Kurse haben was mit Logistik und Supply Chain Management zu tun, wobei dieses Geographic Analytics eben auch internationale, also ich habe dort hauptsächlich internationale Business-Studenten, ja. Also es ist durchaus fächerübergreifend. Geografische Datenanalyse, das klingt ja auf den ersten Blick gar nicht mal nur nach Wirtschaft oder auch nach Gesundheitswesen, das ist ja eben nur ein Anwendungsbeispiel, sondern es klingt ja auch sehr stark nach angewandter Mathematik. Wie sind Sie denn selbst ursprünglich auf dieses Thema gestoßen? Hatten Sie zuerst Ihr Interesse für Logistik, für Supply Chain und sind darüber dann an dieses Thema herangeführt worden, vielleicht sogar bei Ihrer Arbeit bei HP? Oder haben Sie sich zuerst auf diese mathematischen Überlegungen fokussiert? Ich bin tatsächlich Diplom-Mathematiker, also das beantwortet die Frage. Und ich war eigentlich im Berufsleben, ich habe dann promoviert in dem Bereich der Wirtschaftsingenieurwissenschaften, Industrial Engineering, weil ich in den USA promoviert habe, und war eigentlich mal Berater mit einem sehr starken Fokus auf analytische Projekte. Also im Prinzip Unternehmensentscheidungen mit analytischen Methoden vorzubereiten. Also was sollen wir tun? Wo sollen wir unser nächstes Lager hinbauen? Oder welche Produktionsstandorte brauchen wir? Sollen wir mit Seefracht oder Luftfracht transportieren? Ja? Und das war genau, also auch ein sehr großer Schwerpunkt meiner Tätigkeit bei HP. Ich war dort 7,5 Jahre in Singapur. Wir haben also nur interne Projekte gemacht. Die Supply Chain von HP ist sehr, sehr groß. Und es wird alles transportiert. Also Luftfracht, Seefracht, das sind einfach kleine Produkte, von Laptops bis hin zu Riesenmaschinen, die raumfüllend sind. Und insofern ist die Supply Chain auch sehr divers. Was ich halt festgestellt habe in diesen analytischen Projekten, es gibt eigentlich 2 Hauptknackpunkte. Das eine sind die Daten. Also natürlich sagt Ihnen jeder, der ein Computersystem hat, wir haben alle Daten. Das war auch immer so die Standardantwort, wenn wir in ein Projekt reingehen. Haben wir denn die Daten dafür? Die Antwort ist, na klar. Also wir haben alle Daten, alles, was Sie wollen. Wenn man dann aber reinguckt in diese Daten, dann sieht man, da sind Fehler drin, da sind Sachen unvollständig, vielleicht auch noch nicht mal 100%ig verstanden, was genau dieser Datenpunkt eigentlich heißt. Und der Aufwand, diese Daten erstmal in einen Zustand zu bringen, dass man eine Analyse fahren kann, ist immens hoch.
Ja? Ich mache mal ein Beispiel. Also stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Distributionszentrum bauen für Europa. Ja? Also wir wollen irgendwo als Unternehmen, wir sind jetzt ein Handelsunternehmen, wir wollen ein Distributionszentrum in Europa bauen und was brauchen wir da? Wir brauchen da die Daten, wo sind unsere Lieferanten, wo sind unsere Kunden, wie viel Volumen transportieren wir. Und jetzt machen wir mal eine ganz vereinfachte Annahme, dass nämlich alle unsere Lieferanten, alle unsere Kunden gleich in Europa verteilt sind. Ja? Und dann würde Ihnen also diese Daten haben Sie dann alle, die sammeln Sie für ein paar Wochen, das ist also sehr aufwendig, schmeißen Sie die in ein Computersystem rein. Ja, und dann rechnet ihr das aus. Unter diesen vereinfachten Annahmen, dass alles gleich verteilt ist das dann natürlich in der Mitte. Ja? Die Mitte ist Schweiz. So, also Mitte von Europa ist Schweiz, super. Und dann gehen Sie zum Logistiker und der sagt Ihnen, was? Also jetzt das einzige Land in Europa mit Grenzen, da wollen wir jetzt unser Distributionszentrum bauen. Ja, denk noch mal drüber nach. Ja, und das ist diese Rahmenbedingungen, also Schweiz hat Grenzen, die muss man erstmal separat dann, also sie haben dann Wochen und Monate lang Daten gesammelt und diese aufbereitet und so und am Ende kommt raus Schweiz. Ja, und der Logistiker schmeißt ihnen das erstmal um die Ohren und sagt, also das ist ja wirklich ein Humbug-Vorschlag, ja, weil die Rahmenbedingungen, wir müssen also in der EU irgendwo sein. So, also diese Datenproblematik, dass man sehr viel Daten braucht, die erstmal aufbereiten muss, das ist die eine Komponente. Ja? Die andere Komponente ist, und das ist dieses Wissen des Logistikers, dass eben die Schweiz für dieses Unternehmen, was wir jetzt gerade hypothetisch hier angenommen haben, nicht der richtige Standort wäre. Ja? Die muss man irgendwie zusammenführen. Und ich habe das in diesen Projekten halt immer wieder gemerkt, es gibt immer wieder Rahmenbedingungen, da sagt Ihnen, da optimieren Sie, da gibt's tolle Optimierungsprogramme und leider ist das Resultat dann aber leider nicht mehr realistisch. Und die Idee kam dann auf, können wir nicht diese falschen Entscheidungen vorab rausfiltern, als erstmal zu optimieren, erstmal viele, viele Daten zu sammeln, das Ganze dann durch einen Optimierer zu jagen und dann, falsche Lösung, wir müssen jetzt nochmal das ausschließen, nochmal neu anfangen oder andere Daten oder sonst was, können wir das nicht vorab ausschalten. Ja? Ausschlussprinzip. Ja? Sie benutzen ja auch das Ausschlussprinzip, wenn Sie nicht genau wissen, was die beste Lösung ist. Und das war so ein bisschen die Idee. Ja? Und durch diesen Kontext der Kartenvisualisierung können Sie das sehr viel einfacher herausarbeiten, als wenn Sie erstmal die große Datensammlung machen und dann sich mühsam von falscher Lösung zu falscher Lösung hangeln, ja, wenn ich es mal so salopp aussprechen darf. Ja. Ja, also umfangreiche Erfahrungen, die Sie gesammelt haben, Erkenntnisse in Singapur bei HP. Und Sie waren ja in Singapur, das jetzt nochmal als letzte kurze Anschlussfrage, so ein bisschen off-topic. Sie waren ja in Singapur auch Professor, außerordentlicher Professor an der National University of Singapore. Worin bestanden denn einige der größten Unterschiede im Vergleich zur Arbeit an einer deutschen Hochschule? Also, ich hoffe, ich mache damit jetzt nicht ein ganz neues, riesiges Fass auf, wahrscheinlich schon. Also haben wir noch mal eine halbe Stunde Zeit, ja. Also lassen Sie mich versuchen, ich war, wie gesagt, 7,5 Jahre in Singapur und dann an der NUS. Hab noch dazu ein Startup in Singapur zur Softwareentwicklung laufen gelassen, aber das ist ein anderes Thema. War auch im Bereich Geographic Analytics. Also wenn ich das mal so vergleiche, also Hochschule Fulda ist eine Hochschule der angewandten Wissenschaften. Also wir unterrichten viel und wir machen angewandte Forschung. Die National University of Singapore ist eine Forschungsuniversität. Sehr hochqualifiziert. Da bewerben sich natürlich international wirklich Top-Studierende, das ist, aber das heißt eben auch, zum Beispiel die Kursgrößen sind erheblich größer als was wir hier an einer Hochschule haben, wo wir, sagen wir, sehr viel individueller auf Leute eingehen können. Ne? Wenn Sie 100 Leute im Kurs haben, ist das was anderes, als wenn Sie 20 oder 30 oder 40 Studenten im Kurs haben. Ja. Und das fand ich eigentlich auch sehr interessant. Diese NUS, National University of Singapore, ist
oder ist sehr stark zunächst mal ausgerichtet auf Forschung, ja, also Papers schreiben. Ja, das ist das, was ein Professor dort tun muss. Aber in Singapur hat man eben auch erkannt, also das Thema angewandte Forschung ist wichtig. Ja, also das ist der Standortvorteil. Das läuft dort unter dem Namen Translational Research. So, also hat man sich überlegt, was macht man denn jetzt, um diese Leute, die wirklich sehr, sehr stark in der Forschung sind, auch industrienahe Forschung betreiben zu lassen. Und das war, glaube ich, ein Grund, warum ich dort angestellt wurde. Nicht? Dann nimmt man sich halt Leute raus, die aus der Industrie, um einfach auch die angewandten Themen abdecken zu können. Und eigentlich haben wir da in Deutschland, finde ich, einen Standortvorteil, weil wir haben zum einen die Universitäten, die sehr stark forschungslastig sind. Und wir haben die Hochschulen der angewandten Wissenschaften, früher Fachhochschulen, die sich sehr stark eben mit den Anwendungen beschäftigen. Und das ist eigentlich eine super Grundvoraussetzung, weil das Thema, was sich jetzt mal die internationalen Forschungsuniversitäten zwangsweise irgendwie aneignen müssen, haben wir sozusagen direkt da. Ja, also von vornherein. Es ist nur die Frage, dass wir zusammenarbeiten. Ne? Und deswegen bin ich also besonders dankbar jetzt hier auch mit der Zusammenarbeit hier mit der Uniklinik in Frankfurt, weil das ist so ein Schritt dahin. Also ich würde mir eigentlich sogar wünschen, dass das noch häufiger passiert. Meinen Aufruf haben Sie ja gehört. Also also ich glaube, wir haben da wirklich gute Voraussetzungen in Deutschland. Und diese Kooperation ist sehr fruchtbar. Es macht sehr viel Spaß. Also mit dem Team von Herrn von Wagner haben wir wirklich eine fantastische Zusammenarbeit. Das kann ich also ganz frank und frei sagen. Wir treiben Sachen voran. Es gibt neue Ideen. Wir haben schon wieder neue Ideen in der Pipeline, die kommen. Also sehr, sehr schön. Das klingt vielversprechend und ich freue mich sehr für Sie über diese Zusammenarbeit, für uns alle, und ich freue mich auch, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns heute davon zu erzählen, und würde jetzt gern zum Abschluss des Gesprächs kommen, und das besteht bei uns traditionell immer aus den Halbsätzen. Relativ simpel, das würde bedeuten, mit Ihrem Einverständnis, dass ich Ihnen jeweils abwechselnd einen Halbsatz vorschlage, ich will nicht sagen vorgebe, und wir schauen mal, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt, und wenn ja, was, muss auch nicht unbedingt sich auf einen Halbsatz begrenzen, darf aber gern ein bisschen knapper ausfallen. Wir schauen einfach mal. Versuchen wir es. Geht immer im Wechsel, wir fangen noch mal mit Ihnen an, Herr Acksteiner. Das Spannende an Logistik und Supply Chain Management ist für mich, dass es immer wieder was Neues gibt. Es ist global, komplex, digital, und es kommt immer wieder und bleibt bestehen. Herr Dr. von Wagner, im Hinblick auf die Digitalisierung am Universitätsklinikum Frankfurt bin ich mit Blick auf die nächsten Jahre ganz besonders gespannt auf die Möglichkeit, die bisher doch sehr vereinzelten Systeme miteinander stärker zu vernetzen, die Daten strukturierter vorliegen zu haben, um in eine echte elektronische Datenverarbeitung einzusteigen, weil wir dann erst wirklich die Möglichkeiten für klinische Entscheidungsunterstützung und künstliche Intelligenz geschaffen haben. Professor Dr. Acksteiner, ganz in meinem Element bin ich, wenn etwas passiert. Ja, ergibt Sinn. Klingt sehr schlicht, aber... Sie haben gesagt, Sie wollten kurze... Ich kann Ihnen das auch gerne noch erläutern. Also es ist... Was soll denn passieren? Also, für mich war es eine ungeheure Befriedigung zu sehen, wie hier unsere Studierenden erstmal wirklich rein ehrenamtlich, die haben nichts gekriegt. Ich habe denen auch gesagt, sie kriegen erstmal nichts von mir. Ja, ich muss erstmal überhaupt Mittel bekommen. Das war damals alles nicht. Und die haben eingestiegen und wir haben einfach was gemacht. Und jetzt, den Herrn von Wagner kannte ich nicht, das Gesundheitsministerium Hessen kannte ich nicht. Und jetzt haben wir was, hoffentlich zum Wohle von allen. Es scheint sich zu entwickeln. Das ist für mich super.
Herr von Wagner, als beruflichen Erfolg definiere ich für mich, wenn ich etwas gestalten kann und wenn ich etwas verändern kann und das gemeinsam mit anderen und sehr gerne auch berufsübergreifend oder auch sogar wie hier fächerübergreifend. Herr Professor Dr. Acksteiner, meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat, über den Tellerrand zu schauen. Sich nicht nur auf die Anforderungen des Studiums, also die formalen Anforderungen des Studiums zu fokussieren, sondern Dinge auszuprobieren, mal was zu machen, was zu wagen und dann zu sehen, wohin die Reise geht. Fast geschafft, einer noch pro Person. Wir sind nochmal bei Herrn Dr. von Wagner. Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit an irgendwas zu arbeiten, was ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich meine Arbeitsgruppe hier in der Stabsstelle weiter ausbauen, um das Fundament zu bilden, die Digitalisierung noch stärker mit den Kollegen auf die Nutzerbedürfnisse anzupassen und dadurch diese Datenerhebung zu unterstützen. Denn solange der Nutzer nicht intuitiv digital dokumentieren kann, werden wir eben nicht in die Situation kommen, die berühmten Big Data Lake wirklich so in einer Datenqualität zu haben, dass wir ihn auch ausschöpfen können. Herr Professor Dr. Acksteiner, für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und/oder Tätigkeitsfelder in der geografischen Datenanalyse in? Das ist tatsächlich das Gesundheitswesen zum einen, weil ich glaube, dass das etwas ist, was uns sehr, sehr stark betrifft. Deswegen bin ich da auch engagiert. Und ich sehe es aber auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Ne? Also ich hatte ja vorhin ein paar Beispielthemen angesprochen. Da bin ich auch mit Kollegen da dran, wie wir das nutzen können, um hier nachhaltige Wertschöpfungskette, Umweltprobleme, sonstige Themen da voranzutreiben. Das war jetzt mehr als ein Halbsatz. Ich hoffe, das ist trotzdem okay. Das ist genehmigt, da sehen wir drüber hinweg. Nein, ist ja schön, dass Ihnen die Themen ganz offensichtlich nicht ausgehen und ja schon allein auch in Ihrer beider Zusammenarbeit sich die Themen und die Fragestellungen fortsetzen werden. Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg und ich möchte Ihnen beiden nochmal herzlich für das Gespräch und für Ihre Zeit danken. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.